Herzlich willkommen im Neurotalk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich The Fat Rat, auch genannt Christian Büttner, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten im Bereich Gaming und elektronischer Musik. Seine Songs sind in Spielen wie Dota 2, Rocket League oder Game for Peace zu hören und mit über 72 Milliarden Aufrufen auf YouTube und 12 Millionen Fans weltweit zählt er zu den meistverwendeten Künstlern seiner Branche. Meint ihr, wie stolz ich war, als ich erzählen konnte? Ein Influencer mit 196.000 Followern bei Instagram folgt mir jetzt. Was viele aber nicht über ihn wissen, Christian engagiert sich seit Jahren in kreativen Netzwerken. Beispielsweise einer musikalischen Studierendenverbindung, worüber wir uns nämlich kennengelernt haben. Und als Kind hatte ein Psychologe seinen Eltern, die Physik studiert haben beide, also auch nicht ganz so neurotypisch, Ritalin empfohlen. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens und vor allem seiner Unbeeinflussbarkeit. In diesem Interview sprechen wir darüber, was Christian aus dieser Erfahrung als Verbindungsstudent in einer musikalischen Studierendenverbindung mitgenommen hat. Wir werden also sprechen über Kreativität, Fokus, Erwartungsmanagement und was man in so einer künstlerischen Gemeinschaft fürs Leben lernen kann. Hallo Christian, Hallo Alice. freut mich sehr, heute hier mal bei euch zu Besuch sein zu dürfen. Wollte dich mal fragen, also ich habe dich ja hier Zypern erst eigentlich kennengelernt und als ich dann bei dir im AGV-Haus in München war, haben die auch so ein paar Storys von dir erzählt. Wie bist du denn damals zum AGV gekommen, zum Akademischen Gesangsverein München? Über eine Empfehlung eines Onkels von mir. Ich bin nach München gezogen aus Göttingen und habe dann gesagt, dass ich irgendwie natürlich Lust hätte, noch mehr Anschluss zu finden. Und mein Onkel hat mir dann erzählt, der war selber in der Studentenverbindung, ich weiß nicht mehr genau in welcher. Aber er hat mir gesagt, dass der Akademische Gesangverein sehr gute Idee wäre, weil mein Stiefgroßvater selber auch Mitglied war. Der Theodor Bracker, der jetzt 100 wäre, wenn er noch leben würde. Also der muss so vor 80 Jahren im AGV gewesen sein. Stiefgroßvater heißt was schon? Da heißt es, meine Oma noch mal geheiratet hat. Ach so, Genau. okay, das ist ja interessant. Und Ja. als Musikproduzent, wie würdest du sagen, hat dich das beeinflusst? In ganz vielerlei Hinsicht, weil natürlich es wahnsinns Lernumgebung für mich war, weil eine ganze Reihe von professioneller, jetzt auch erfolgreicher Musiker da mit ihr zusammen war. Ich habe viel gelernt über klassische Musik, über Gesang, über Improvisation, Jazz, letztendlich durch die Bank weg. Auch natürlich jede Menge Partys gefeiert, was dann auch einen viel über Musik lernen lässt. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel übers Theater viel übers Musikproduzieren gelernt habe, weil dadurch durch die vielen verschiedenen Arten von Kunst, die wir da gemacht haben oder die ich dann auch mitgemacht habe, habe ich viel mitgekriegt, was, sage ich mal, die verbindenden Elemente für jede Kunst sind. Was Fokus angeht, 'n Lenken von Fokus des Zuschauers, solche Geschichten. Und da konnte ich dann tatsächlich sogar aus dem Chor, aus dem Theater und so viel für Musikproduktion übertragen. Aus dem Theater hast du fürs Musikproduzieren gelernt. Ja, Das ist genau. interessant. Ja, weil letztendlich geht es ja immer darum, Emotionen zu erzeugen. Emotion wird dadurch erzeugt, dass erstmal eine Erwartung aufgebaut wird. Ja. Und dafür muss der Fokus gelenkt werden. Also, ganz einfaches Beispiel ist ja, du kriegst 10.000 Euro. Bist du glücklich oder unglücklich? Ja, das kommt auf die Erwartung drauf an. Ja, wenn du denkst, ich habe im Lotto gewonnen, ich kriege 1.000.000 und dann heißt es: „Ja, das haben jetzt ganz viele gleichzeitig und du kriegst nur 10.000 Euro, ist man über 10.000 Euro unter Umständen eher enttäuscht. Ja, wenn du, Rückzahlung irgendwo kriegst und erwartest 100 Euro und kriegst 10.000 stattdessen, ist man, eher glücklich dann. Sprich, die Erwartung ist das, was letztendlich zählt. Und, so arbeitet jegliche Kunstform in gewisser Weise auch. Du baust Erwartungen auf und spielst dann mit diesen Erwartungen. Das konnte ich zum Beispiel im AGV-Theater hatten wir eine professionelle Regisseurin. Die Schauspieler waren alle Amateure, aber die Regisseurin war sehr professionell, extrem gut. Und da habe ich ganz viel gelernt darüber, wie sie Fokus lenkt, wie sie Erwartungen aufbaut
wie sie Kontraste rausarbeitet und wie das dann Emotionen erzeugt. Das kannst du eigentlich 1:1 auf Musik übersetzen. Wow. Also würdest du sagen, hast du von eurer Theater Regisseurin sehr viel gelernt? Ja, die Gisela, genau. Unter anderem von allen, also von unserem Chorleiter damals natürlich auch, der auch sehr, sehr gut ist. Von Franz, den vielleicht einige kennen, Franz Stedon, mit dem ich damals erstmal eine Jazz-Kombo gemacht habe. Wir zwei haben das eigentlich angefangen, was sich dann später in eine Big Band und dann noch eine Big Band entwickelt hat. Ähm, Ganz viel über Jazz-Improvisation. Ich hatte zwar selber schon mal zu Hause ein bisschen alleine improvisiert, aber in der Kombo zu spielen war dann natürlich noch mal 'ne ganz andere Geschichte, auch auf die anderen zu hören, zu schauen, wie die Sachen zusammenarbeiten. Mit damals Klaas, der Schlagzeug gespielt hat. Jetzt gerade habe ich wieder eine 'ne Produktion gemacht, wo ich Drums programmiert habe und dann habe ich immer Klaas Schlagzeugspiel letztendlich noch im Kopf, wie er Synkopen macht, wie er Breaks, macht und solche Geschichten. Also, einfach alles aufgenommen. Klaas war aber nicht der Sänger von der Band, die Doch, der Basssänger. Ach so, nicht der mit der ganz hohen Stimme. Ne, Der das hieß Lars. Lars war das, genau. Ja, genau, da verwechselt ich was. Ich habe im Theater, da erinnere ich mich noch, ein Theaterstück, hat mich sehr geprägt. Da war aber auch im Endeffekt, dass wir die Erwartung aber das war alles überhaupt nicht geplant, sondern die Erwartung haben wir selber sozusagen getoppt, weil als Beispiel Efraim Kishon war es damals, „Zieh den Stecker raus." Das war ja ganz lustig und ich habe da Mon Chéri gespielt. Diese Frau, die einzige Frau, die dort in der Künstler-WG wohnt. Und dann gab's die Szene, da habe ich dem Robert, so ein ganz schüchterner Künstler, habe ich gesagt: „Robert, komm sofort herunter." Und dann hat er durch die also, er hat eigentlich nur so ganz leise zu seinem Freund sagen wollen: „Ja, so sieht zu Hause bei uns auch immer aus." Er hat's aber so laut gesagt, dass der ganze Saal das gehört hat und das war überhaupt nicht mit eingeplant, aber es wirkte wie geplant und der ganze Saal hat sich weggeschmissen. Also, ist dir das im Musikproduzieren auch schon mal passiert, dass so Sachen, die überhaupt nicht geplant waren, aber die dann eigentlich am Ende den Effekt schlechthin ausgemacht haben? Gelegentlich, ja. Ein Song, der damals viele Türen für mich geöffnet hat in den USA, ist tatsächlich, so entstanden, dass ich eigentlich 'n Sound gesucht habe, der so 'n verspieltes Arpeggio spielt, so 'n bisschen auf und ab und habe so nach rhythmischen Presets gesucht und bin so durchgesteppt und da war ein Song, der also die mega Stabs hatte, so super Synthesizer, super Saw irgendwie und habe den eingeschaltet und das spielte diese Akkorde, ähm, und der ist so diese hoch fürchterlich und weiter oder hat mich total gestört, weil ich ja was ganz anderes gesucht habe. Und dann dachte ich so: „Warte mal kurz" und nochmal zurückgegangen und dann war es tatsächlich das und es hat dann ganz viel ausgemacht für den Song, weil dadurch der Chorus dann viel mehr aufgegangen ist. Also, hier nennt sich das im Englischen Serendipity, glaube ich, ne? Es passiert natürlich immer, dass so la as lucky little exits. Zufälle, die vielleicht keine Zufälle. Ja, genau. Und was hat dir das gebracht dann mit USA und so was du meinst? Der Song ist sehr gut angekommen, obwohl der wurde nicht veröffentlicht, aber der hat dann dazu geführt, dass ich 'n Management dort gefunden habe, hat dann dazu geführt, dass ich in 'nem Songwriting Camp für Britney Spears damals noch eingeladen wurde, wo ich dann mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet habe, die von Beyoncé über Justin Bieber und so weiter, also die größten Acts damals gemacht haben, was dann sehr schnell den Einstieg dann beschleunigt hat in die, Musikbranche in den USA, als ich damals rübergegangen bin. Was kann man sagen, dass du also für Britney Spears, hast du gesagt? Ja. Hast du dann für sie auch was geschrieben, oder? Ja, ja, wir haben Songs geschrieben, also die Plattenfirma hat uns dann eingeladen, um für Britney, Songs zu schreiben. Ich war aber mit ihr nicht im Studio. Also, da werden dann Ja, aber gibt es irgendeinen Song, wo man sagen kann, der beruht auf dir? von Britney? Ne, genau. Also, die haben keine Songs genommen. Was die machen, ist, dass die lassen dann 50 Songs schreiben und wählen dann 12 aus, so. Und Und da da war aber jetzt dann die in dem Fall nicht dabei, genau. ja, aber cool, um dann eben Kontakte zu knüpfen. Und Ja, der Song wurde gar nicht veröffentlicht. der Song wurde nicht veröffentlicht, ne. Das ist aber in der, sage ich mal, in der Arbeitsweise, die ich damals hatte, ist das normal. Also, ich schätze, bei in Los Angeles werden wahrscheinlich da gibt's haufenweise Songwriting-Sessions, jeden Tag Hunderte. Also, da werden jeden Tag paar hundert Songs neu geschrieben. Und richtig gute, erfolgreiche Writer, da wird einer von 20 wird veröffentlicht etwa. Boah, Erfolg. Ja, bei den größten ist es so Quote 1:20. Also, der Ryan Tedder, der von One Republic, der hat ja was hat er geschrieben? Leona Lewis,
Bleeding Love, über Halo, Beyoncé, der macht jetzt Ain't Worry About It Right Now, eben One Republic, die ganze Sache. So, und jetzt auch das Greedy. Dum, 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 dum. Das hat er zum Beispiel auch geschrieben und produziert und der schreibt in der Woche 5 Songs. Ja, und der wird alle paar Wochen kommt mal einer raus. Wow, das ist sehr interessant zu wissen. Also, Ja, das ist das, was Amateure sich dann auch eher erstmal frustriert sind. Also, ich habe jetzt schon 5 Songs geschrieben und noch nichts. Ja, mach mal 500 Songs und dann reden wir weiter. Grad um reinzukommen, musst du natürlich erstmal noch viel mehr machen. Ja, und wenn du mit in die Szene reinzukommen, meinst du? ja genau, also überhaupt erstmal was in die Szene, also überhaupt genau, also um sich Fuß zu fassen, um überhaupt erstmal dir 'n Namen zu machen und so, musst du mal rechnen, erstmal 500 Songs schreiben, bevor es anfängt loszugehen. Und was würdest du jetzt, SVern oder auch vielleicht Leuten, die, in einem Orchester oder in einem Chor von einem SV-Bund drin sind, aber vielleicht auch noch nicht, aktiv sind, was würdest du sagen, warum würdest du den SV empfehlen? Ich finde es, nicht persönlich nicht gut, dahin zu gehen für Netzwerken. Ich weiß noch, wir hatten mal einen, der in 'n AGV gekommen ist und, sich den AGV anschauen wollte als potenzieller Fuchs und dann gleich gefragt hat: „Ja, wie kann man denn hier netzwerken und die Beziehung und so weiter?“ Wir haben nachher ganz schnell, als der wegkam, gesagt: „Den wollen wir nicht“, weil der viel zu fokussiert war. Der hat er nicht Lust auf Gaudi gehabt, sondern hat halt irgendwie das als Karrierevorteil da irgendwie noch evaluieren wollen und das finde ich kein guter Grund, da reinzugehen. Also, ich denke, der Hauptgrund sollte Spaß sein. Ähm, meines Erachtens ist es aber so, wenn du echt Spaß hast, hat es dann auch noch viele Nebeneffekte. Also, ich bin damals nicht ins Theater und in 'n Chor und in die Jazzband und ins Orchester gegangen, weil ich dachte: „Jetzt lerne ich irgendwie was“, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte. Du kannst halt lernen fürs Leben auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also, auch die Partys, die wir damals organisiert haben, auch wie wir neue Fuchsen geworben haben zum Beispiel und so. Ich habe damals die Semesterauftaktpartys zum Beispiel organisiert und dann aber auch Flyer dafür gemacht und dafür gesorgt, dass die Flyer verteilt wurden und lauter solche Geschichten. Vieles auch neu strukturiert, neue Anbieter zum Beispiel für die Flyer gefunden und so. Ich weiß noch, die haben dann irgendwie 100 Stück 400 € gekostet damals und ich habe dann Anbieter gefunden, wo dann 1.000 Stück irgendwie 100 € oder 80 € gekostet haben. Solche Geschichten halt alle. Man hat letztendlich, sage ich mal, 'n Spielfeld, Spielplatz eigentlich. Ich aus Ika, um Genau. Vorträge halten zu können vor Ja. großen Menschenmengen, finde ich das eine super Möglichkeit. Alles, was dich interessiert, kannst du da einfach ausprobieren und hast, sage ich mal, so 'n Safe Space, wie so 'n Spielplatz, wo alles Mögliche, was dich im Leben interessiert, einfach mal ausprobieren kannst. So würde ich's, glaube ich, sehen. Ja. Also, ich bin ja bei der German Speaker Association und halte ja auch einige Vorträge. Also, da vor den was waren wir, 100 Leute oder so bei den Stiftungsfesten. Aber da eine kleine Rede zu halten und die vorher vorzubereiten und dann noch zu gucken, wie kriege ich die Leute, dass sie auch dabei bleiben, zuzuhören und nicht dann plötzlich alle nur aufm Handy gucken, fand ich eine wichtige Lehrerfahrung. Ja, ganz genau. Und das hast du da auch, wenn du da 'ne Kneipe schlägst oder so, eben öffentliches Reden. Zum Beispiel eins von 100.000 Sachen, wo dir 'ne Verbindung oder so 'n Verbindungsverband wie der SV letztendlich Möglichkeiten geben kann, einfach dich selber auszuprobieren. Ja. Danke fürs Zuhören heute wieder und nicht vergessen, unten den Kanal abonnieren, denn nächste Woche erfährst du wieder im Gespräch mit The Fat Rat, was The Fat Rat dir empfiehlt, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Bis nächste Woche Dienstag.